Herzlich willkommen bei Die Macht der Liebe. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Unser Thema heute: Cyberstalking oder Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Netz und durchs Netz. Wichtiges Thema. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Merkmale von digitaler Gewalt gegen Frauen im Netz und online. Zunächst, sie ist nicht abstellbar. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden ist sie da, ohne Schutzraum, ohne Möglichkeit, ihr zu entkommen, ja, und ohne sie jemals abstellen zu können. Weiterhin, die ausübenden Personen, und man kann sagen natürlich die Täter, sind unsichtbar. Also man weiß gar nicht, mit wem hat man es da zu tun. Wer steckt dahinter? Vor wem könnte man sich schützen? Wen könnte man belangen? Ne? Also in Form von, wenn es Sendungen sind, ja klar, da gibt es irgendwo Redakteure, aber alle digitale Gewalt ansonsten ist komplett anonym. Und das ist wirklich schlimm, weil das bedeutet, man hat nicht die Kontrolle. Und wenn wir Menschen nicht die Kontrolle haben, dann entgleisen wir sehr schnell und bekommen Ängste. Und das hat ganz viele andere körperliche und seelische Folgen. Ja, digitale Gewalt umfasst eine Vielzahl von Angriffsformen. Ziel all dieser Sachen ist Verunglimpfung, Rufschädigung, Isolation, Erpressung, Nötigung, Ausgrenzung, gezielte Bedrohung und Androhungen schwerer Straftaten können auch dabei sein. Alles das sind Ziele digitaler Gewalt. Ausschluss und Cybermobbing sind auch so Stichworte. Was ist das? Cybermobbing sind Ausschlüsse oder der Versuch, eine Person auszuschließen, zum Beispiel aus ihrer Peer Group, von einem Instant Messenger Dienst, einer Facebook-Gruppe, jeweils die Gruppe, die das Opfer eben häufig benutzt, weil es ihre Peer Group ist und die das Opfer dann eben auch am härtesten trifft, wenn sie dort in diesem Umkreis gemobbt wird. Und das kann so weit führen, dass diese Person regelrecht daraus geekelt wird, also dass sie selber schon sich daraus begibt, weil sie sich schämt, weil sie Angst bekommt und weil sie gar nicht dem standhalten kann. Weitere Formen sind Beschimpfung, Beleidigung. Das fällt unter dieses Stichwort Cyber-Harassment. Cyber-Harassment ist auch so ein Merkmal von digitaler Gewalt. Was ist das? Das sind verletzende Kommentare, beißende, zynische, vulgäre Pöbeleien gegen eine bestimmte Person in öffentlichen Bereichen des Internets. Und das folgt direkt oder indirekt. Das können auch scheinbar harmlose Fragen sein oder als Theorie formulierte Thesen sein, die aber alle das gleiche Ziel haben, eine Form der Beleidigung und der Beschimpfung dann eben auf eine andere Art und Weise mal auszusprechen. Also zum Beispiel so etwas wie: Ist Friedrich Merz etwa ein Lügner? Das ist ja eigentlich nur eine Frage, aber sie beinhaltet eine klare Meinung, nämlich Friedrich Merz ist ein Lügner. Das versteht darunter dann jeder, wenn jemand das so zynisch fragt. Scheinbar eine harmlose Frage, die aber in einem gemeinen Mantel daherkommt. Oder Timo trägt in letzter Zeit so nette rosa Shirts und Paul plötzlich auch. Na, was geht denn da mit den beiden? Ne, das kann also ganz suffisant daherkommen, aber trifft voll den Tatbestand des Cyber-Harassments, weil es die Person einfach beleidigt und beschimpft. Merkmale digitaler Gewalt im Netz und online. Ein Punkt ist, Täter sind nicht als Täter erkennbar. Sie bleiben anonym. Die Frau weiß nicht, wer ihr da schadet, und dadurch sinkt auch die Hemmschwelle der Täter. Sie wissen, sie werden kaum gefunden, also können sie sich sozusagen erlauben, das zu tun. Es erwartet sie häufig gar keine Strafe, weil es eben ganz schwer ist, solche Menschen nachzuvollziehen. Und daher steigt auch die Zahl der Täter, denn wo keine Strafe ist, da ein Missbrauch, da machen sich solche Taten einfach
sehr viel leichter verbreiten sich solche Taten einfach sehr viel leichter. Ja, und die Frauen wissen halt überhaupt nicht, wer dahinter steckt, ganz häufig jedenfalls nicht. Und das macht einfach so richtig Angst. Weiterer Punkt. Digitale Gewalt erreicht einfach ein großes Publikum. Also das ist nichts, was zwischen zwei Leuten oder einer kleinen Gruppe von Menschen stattfindet. Und deswegen ist der Schaden auch gleich so groß, weil im Internet verbreitete Verunglimpfungen direkt ein großes Publikum erreichen und sie können halt auch nur schwer gelöscht werden. Eben diese Dinge verbleiben ewig. Und daher die Schande, die das für die Opfer häufig hat, verbleibt damit auch ewig. Und die Provokation verbleibt auch, die Angst verbleibt auch und vor allen Dingen die Scham, die verbleibt an allererster Stelle beim Opfer. Noch ein Merkmal digitaler Gewalt. Digitale Gewalt hat immer eine Geschichte. Also sie geschieht selten spontan, sondern meistens ist das so ein gesammelter Hass, so eine zelebrierte Aktion gegen bestimmte Personen oder Personengruppen, in dem Fall Frauen, zur Einflussnahme und zum systematischen Einschüchtern von Frauen wird es gemacht, ja, und geplant, damit der Ausschluss aus bestimmten Gruppen oder auch der Schutz dieser Frauen gar nicht mehr gewährleistet sein kann, damit diese Frauen zu irgendetwas bewegt werden und im allereinfachsten Fall einfach nur massiv eingeschüchtert werden. Ne, einfach aus Lust auch ja, Frauen zu erniedrigen vielleicht, was sich wirklich übel anhört, natürlich auch übel ist. Und wie gesagt, es geschieht ganz selten spontan, sondern eben es sammelt sich was an, es gruppieren sich Menschen und dann wird geplant und dann wird es umgesetzt. Und ich glaube aber, daran liegt eben vielleicht auch die Lösung, denn zwischen Reiz und Reaktion liegt immer noch ein Raum. Und wenn mehr Menschen bewusst wird, ich habe vielleicht ein Gefühl oder eine Meinung über etwas gefällt mir nicht und all meinen Freunden gefällt das irgendwie auch nicht und dann planen wir was. Man hat immer noch die Zeit zu überlegen, was tun wir da eigentlich. Und vielleicht kann man auch mit Beiträgen wie diesem dieses Bewusstsein dafür so ein bisschen erwecken, auch bei den Tätern. Denn ich glaube nicht, dass die sich wirklich super dabei fühlen. Also zwischen Reiz und Reaktion gibt es noch eine Möglichkeit, einfach mal drüber nachzudenken und andere Wege zu finden, kritisch sein zu wollen. Das war's für heute, die Macht der Liebe. Ich wünsche euch alle Macht der Liebe. Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt positiv und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal liked für mehr und wenn ihr mir schreibt, was euch betrifft, wovon ihr gerne hören und Videos bekommen möchtet, meldet euch. Alles Liebe!